Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute eine Freundschaft vorstellen. Zwei Männer, große Politik, historische Momente. Friedrich Merz sagt wörtlich, ich habe Zugang zu ihm, jedenfalls wenn die Türen geschlossen sind. Donald Trump schreibt in derselben Woche wörtlich auf Social Media Coward. Und wir werden uns erinnern, gemeint sind Merz und Konsorten. Das ist keine Freundschaft. Das ist ein Stockholm-Syndrom in Anzug. Und Merz steht vor Bankern und verkauft das als Diplomatie. Diplomatie heißt im Duden kluge Vermittlung. Im Merz-Wörterbuch heißt es, er beleidigt mich öffentlich und ich nenne das Zugang. Sie hören das und denken, Moment, wie passt das zusammen? Das denken sich viele. Der Banker beim Jahresempfang hört nur Merz und denkt, gute Kontakte, gut für mein Portfolio, wo ist mein Dessert? Die Tagesschau hört auch nur Merz und meldet, der Kanzler hat einen guten Draht nach Washington. Trump hört keinen von beiden, weil Trump nicht zuhört. Und Verteidigungsminister Pistorius hört beides und sagt wörtlich, das muss man zitieren. Was erwartet Donald Trump von einer Handvoll europäischen Fregatten in den Straßen von Hormuz, die die mächtige US-Marine alleine nicht schafft? Das ist der deutsche Verteidigungsminister. Der stellt seinem Bündnispartner eine Frage, die eine deutsche Großmutter beim Kaffeekränzchen stellen würde. Und währenddessen redet Merz vom Zugang. Entweder ist Pistorius nicht im Verteiler für die geschlossenen Türen, oder hinter den Türen sitzt gar niemand. Ich tippe auf Letzteres. Schauen wir uns diese famous Freundschaft mal im Alltag an. Trump hat den Iran-Krieg begonnen am 28. Februar, ohne Europa zu fragen, ohne Merz zu fragen, ohne die NATO zu fragen. Die NATO ist übrigens das Bündnis, in dem Trump selber Mitglied ist. Er hat es einfach übersprungen. So wie man die Tante auf der Hochzeit übersieht, die man nicht mag. Merz hat daraufhin öffentlich gesagt, ich zitiere wörtlich, Bomben ist in aller Wahrscheinlichkeit nicht der richtige Ansatz. Das ist diplomatisch für, das war Unsinn. Trump hat daraufhin geantwortet, ich zitiere wörtlich, NATO ist ein Papiertiger ohne die USA, Coward. Das ist amerikanisch für halt die Klappe. Und Merz? Merz steht eine Woche später vor Bankern und sagt, ich habe Zugang zu ihm. Ja, Herr Bundeskanzler, Sie haben Zugang zu einer geschlossenen Tür, die von innen verriegelt ist. Und durch die Tür ruft Trump Ihnen Feigling hinterher. Das ist nicht Zugang, das ist ein Briefkastenpolitik. Und jetzt kommt das eigentlich Lustige. Während Merz Bankern von seinem guten Draht erzählt, passiert etwas anderes in Europa. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die größten Länder der NATO, arbeiten gerade an einem Notfallplan. Das ist diese Woche veröffentlicht worden. Der Plan heißt inoffiziell European NATO. Das ist die NATO ohne Amerika. Herr Bundeskanzler, das ist kein Zugang. Das ist die Vorbereitung der Scheidungspapiere. Wissen Sie, was auffällt? Jeder deutsche Kanzler, der behauptete, er habe Zugang zu einem Autokraten, verliert diesen Zugang spätestens, wenn die Türen aufgehen. Und die deutschen Steuerzahler finden draußen die Rechnung vor. Merz sagt uns, das alles ist zu unserem Schutz. Wir sollen uns keine Sorgen machen. Der Kanzler hat die Lage im Griff. Das finde ich wirklich rührend. Und erklärt gleichzeitig der deutschen Finanzelite, dass er einen Freund hat, der ihn öffentlich Feigling nennt und mit dem Austritt aus dem gemeinsamen Bündnis droht. Und die Banker nicken, weil Banker immer nicken, wenn ein Kanzler spricht. Und weil Banker wissen, solange Merz vom Zugang redet, steigt der DAX. Und wenn der DAX steigt, wird niemand unruhig. Und wenn niemand unruhig wird, bleibt die Tür zu. Und hinter geschlossenen Türen ist immer alles unter Kontrolle. Das ist übrigens auch das Geschäftsmodell von Verließen. Sie dachten, das ist ein Video über eine deutsche Außenpolitik. Ist es nicht.
Das ist ein Video über einen Mann, der in seinem Zimmer sitzt und glaubt, er hätte Einfluss. Während draußen jemand schreit, dass er ein Feigling ist, während in Brüssel jemand den Ersatzplan schreibt, während in Washington jemand die Zölle erhöht. Meine Damen und Herren, Merz hat Zugang zu Trump. Trump nennt Merz einen Feigling. Beide haben recht. Das ist nicht Diplomatie. Das ist Selbstgespräch mit Publikum. Wenn Sie mich fragen, dann haben wir nicht ein Trump-Problem, dann haben wir ein Türproblem. Und Türen sind eine wunderbare Erfindung. Nur sind sie halt dafür gemacht, aufzugehen. Und wenn sie aufgehen, dann sehen wir, was vom Märzzugang wirklich übrig bleibt. Außer einem leeren Zimmer, einem leeren Stuhl und einer sehr teuren Rechnung, die wir übernehmen werden, so wie immer, sobald die Türen aufgehen.